Also, schönen guten Super. Tag, perfekt. Es freut mich, dass die Verbindung klappt und dass alles in Ordnung ist. Ich möchte gerne heute den Manuel Frühauf gerne begrüßen. Der Manuel kommt aus Österreich und direkt aus Klagenfurt und mehr über sich kann er uns kurz erzählen. Hi Manuel. Ja, wunderschönen Nachmittag von meiner Seite. Herzlich willkommen an alle Zuschauer, die sich das eventuell im Replay anschauen. Wie angesprochen, Frühauf Manuel ist mein Name, bin mittlerweile 30 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Klagenfurt am Wörthersee. Meine berufliche Zukunft oder beziehungsweise mein Werdegang im Vertrieb hat eigentlich wie bei den meisten als kompletter Quereinsteiger begonnen. Ich habe mit meinem 18. Lebensjahr eine Lehre als Logistiker und Bürokaufmann beendet, habe dementsprechend damals eine ganz normale Berufsausbildung gemacht, komme auch aus einer ganz durchschnittlichen klassischen Familie, wo mir eigentlich immer von klein auf beigebracht wurde: Manuel, geh in die Schule, schreib gute Noten, find einen Job in einem großen und noch wichtiger, sicheren Unternehmen, denn dann schaffst du dir eine Basis für die Zukunft. Und irgendwie habe ich sehr schnell verstanden, dass ein Einkommen von 1.400 € im Monat mich nicht dorthin bringen wird, wo ich eventuell mal hin möchte. Ich habe aber überhaupt keine anderen sozusagen Auswege gekannt oder Informationen gehabt, was man dementsprechend alternativ tun könnte. Und so ist es tatsächlich mit Anfang 19 passiert, dass mich ein Kumpel in der Disco in Klagenfurt an einem Donnerstag bei der 1-Euro-Party im Bollwerk auf Network Marketing angesprochen hat. Und das hat ungefähr so geklungen: Komm am Samstag ins Hotel Roccohof, dort gibt es eine Veranstaltung. In 2 Jahren fahren wir Lamborghini, in 3 Jahren sind wir alle reich, und das ohne zu arbeiten. Das hat sich natürlich für mich mal kurios und viel zu gut angehört, um wahr zu sein. Ich habe aber diese Chance dann wahrgenommen, habe damals mir diese Präsentation angehört, und das hat so ein bisschen mein Mindset oder auch meine Sicht aufs Leben total umgekrempelt und verändert. Ich habe auf einmal die Aussicht gehabt, mir ein Business aufzubauen, ortsunabhängig, dementsprechend mit Leuten, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will, dass ich es beliebig hoch skalieren kann, und das hat meine Begeisterung entfacht. So habe ich mich dann dazu entschlossen, im Vertrieb zu starten. Bin jetzt mittlerweile das 11. Jahr in der Selbstständigkeit, habe in meiner vertrieblichen Karriere über 50.000 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen dürfen, und ja, dementsprechend freue ich mich sehr, euch heute das Projekt vorzustellen, das seit 5 Jahren mein Leben dementsprechend nochmal ins Positive verändert hat, und wo ich ganz, ganz vielen Menschen mithelfen möchte, euch ganz einfach, ja, eine Zukunft aufzubauen, die wieder rosig ist. Genau, das ist sehr, sehr wichtig und vielen Dank. Das war eine riesencoole Auskunft und also das ist sehr gut und ich präferiere wirklich, wenn die Leute so jung ins Network Marketing reinsteigen, weil da sind wir noch nicht geformt, ja, weil ich habe die erste Erfahrung mit Network Marketing mit meinen 35 Jahren gemacht. Ich habe gewusst, es existiert Herbalife, Amway und so weiter, aber nie damit gearbeitet. Und dann Background in Support und dann habe ich dann gearbeitet. Und ich muss sagen, diese Vorurteile, die sind dort und Blockaden, vor allem diese schwere Blockaden. Und als junger Mensch, was hast du zum Verlieren? Was denn? Nichts. Ich probiere es und mit einer Motivation und dem richtigen Partner oder Sponsor auf deiner Seite hast du unbedingt gewonnen. Also das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das freut mich. Äh, Definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, ja, siehst, das können wir bestätigen. Network Marketing ist von meiner Sicht wirklich die beste Branche, wo man sich erstens realisieren kann, wenn man so eine selbstständige Person ist, weil manche Personen brauchen einfach, ja, das muss heute erledigt werden und sie machen das. Ich würde sagen, wir können zu den Fragen kommen. Oder Sehr, sehr gerne. ja? Okay. Also meine erste Frage wäre, was ist eigentlich Auvesta und welche Dienstleistungen bietet euer Unternehmen an? Ja, also Auvesta ist in erster Instanz ein Edelmetallhändler. Das heißt, Auvesta hat, um das ein bisschen weiter auszudehnen, vor 13 Jahren einen Schritt in eine Türe geschafft, der überwiegend institutionellen Geld vorbehalten ist. Wir sind ein Unternehmen, das gleich wie es Staaten, Länder oder große Institutionen tun, die Möglichkeit haben, direkt aus der Scheideanstalt Heraeus und auch
anderen Scheideanstalten heraus in Form des Good Delivery Standards zu kaufen. Das heißt, in dem Zusammenhang kennt man ja aus Filmen, Serien oder vielleicht auch vom Hörensagen diese großen, durchschnittlich 12,5 Kilo Goldbarren, die eben Länder, Staaten, der Internationale Währungsfonds, die Nationalbank für ihre Goldreserven auch nutzen. Und da kommen eigentlich Kleinanleger nicht wirklich ran. Erstens, weil die Hürde des finanziellen Aufwands meistens zu groß ist und zweitens, weil sie auch keine Möglichkeit haben, irgendwo direkt bei einer Scheideanstalt zu kaufen. Und Auvesta hat ganz einfach eine Plattform entwickelt, wo wir Kunden die Möglichkeit geben, über uns, über unsere Anbindung in Form von echten Bruchteilseigentum in Edelmetalle zu investieren. Und zwar in der gleichen Sicherheitskategorie, in der gleichen Barenform, wie das eben auch die ganz, ganz Großen in diesem Markt tun. Und damit schaffen wir eine Plattform, wo wir das Thema Edelmetall transparent und einfach für jeden Otto-Normalverbraucher umsetzen können und ihm damit die Chance geben, ohne die großen Hürden und Nachteile dieses Marktes zu spüren, in diese Materie investieren zu können. Sehr gut, danke schön. Also ich denke, somit hast du mir auch die zweite Frage beantwortet. Wie unterscheidet sich Auvesta von anderen Anbietern oder gibt es noch einen anderen Unterschied, was du gerne hervorheben möchtest? Ja, also die Unterschiede zwischen uns und anderen Händlern, die sind natürlich prägnant und die sind auch riesengroß. Und da gibt es so viele verschiedene Punkte, die aufzuzählen sind. Ich würde gerne noch ein bisschen was auch zum Unternehmen sagen, damit ihr auch wisst, wie lange gibt es uns eigentlich schon. Wir, Avesta ist mittlerweile seit 15 Jahren am Markt, seit dem Jahr 2009 in dieser Form, Art und Weise, wie es uns heute gibt. Wir sind eine deutsche Aktiengesellschaft mit dem Hauptsitz in Holzkirchen. Das ist ungefähr 35 Kilometer außerhalb von München in Bayern. Ja. Und wir sind aktuell sehr international unterwegs. Aktuell sind wir in 141 Ländern dieser Welt aktiv und zugelassen. All unsere Produkte, Backoffice und so weiter sind mittlerweile in 9 verschiedene Sprachen übersetzt. Das heißt, wir sind mittlerweile ein sehr international agierendes Unternehmen und haben mittlerweile einige hunderttausend Kunden, die wir mit diesem Service betreuen. Also das klingt sehr gut. 110 Länder, das ist schon etwas zu sagen und auch ein paar Jahre Erfahrung. Also es ist kein Startup, was ist von meiner Sicht sehr wichtig zu sagen, da die Startups kommen und gehen. Ich habe selber in einem Pass gearbeitet und man kann nie diese Sicherheit gewährleisten. Und das würde ich wirklich in einen Vordergrund ziehen, dass es wirklich kein Startup ist. Sehr gut. Und die Visionen, sind vor allem den Menschen zu helfen, weil dieses Finanzsystem, was wir heutzutage sehen, so wie wir es sehen, glaube ich, wird nicht mehr lange funktionieren und unsere Pensionen oder was auch immer steht eigentlich in der Frage. Ja, wenn ich auf die Frage eingehen soll, was ist unser Fokus oder unsere Vision für die Zukunft? Unsere Vision ist ganz klar, jedem Menschen auf der Welt eine Basis zu bieten, in Edelmetall, in Sachwerte zu investieren und das ganz einfach und unkompliziert zu tun, ohne dabei Hürden und Nachteile zu haben. Und unsere Vision ist es vor allem auch, den Mittelstand in der heutigen Zeit wieder eine Chance und eine Basis zu bieten, sich Wohlstand und Vermögen für die Zukunft aufzubauen, weil das einfach aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation oder vielleicht auch aufgrund alteingesessener Produkte, die in der heutigen Zeit nicht mehr, sage ich jetzt mal, die Wirkung für den Kunden erzeugen, die sie vielleicht erzeugen sollten, ein absoluter Ausweg und damit sind wir dementsprechend ein Unternehmen, das vor allem den Fokus darauf hat, anderen zu helfen, ihre Zukunft wieder sicher zu gestalten. Genau, das war wichtig, ohne die Behörden und ohne jegliche Verpflichtungen. Genau so würde ich das sagen. Edelmetall im Allgemeinen im physischen Besitz nach 365 Tagen, also quasi einem Jahr, von der Kapitalertragssteuer befreit ist. Das bedeutet quasi, wenn ich heute Edelmetalle kaufe, ich halte diese Edelmetalle und die steigen in den nächsten Jahren im Wert, dann ist dieser Gewinn, den ich damit erziele, nach einem Jahr auch tatsächlich mein steuerfreier Gewinn. Und das ist auch der große Unterschied zwischen zum Beispiel Aktien, Fonds und anderen Themen, die es gibt, die natürlich auch definitiv eine Daseinsberechtigung haben und auch teilweise wirklich gute Anlageformen sind. Aber zum Schluss muss ich von meinem Gewinn 27,5% versteuern, das ich in Edelmetall eben nicht tun muss. Und wenn wir in weiterer Folge auch vielleicht noch auf das Thema Switch-Pilot und so weiter zu sprechen kommen, dann haben wir eben auch Tools, die dem Kunden die Möglichkeit geben,
seine Rendite, seinen Bestand zu erhöhen und dennoch kapitalertragssteuerbefreit zu bleiben. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir auch exklusiv hier für die Kunden bieten, um diesen Vorteil für sich noch besser und noch exklusiver nutzen zu können. Also das klingt wirklich perfekt, muss ich sagen. Und somit auch der erste und größte Unterschied von anderen Edelmetallmärkten, was auf dem Markt sind. Sehr gut, sehr gut. Also teilweise hast du uns gerade auch beantwortet, warum die Kunden in Edelmetalle oder Silber, Platinum, Gold investieren sollten. Haben wir noch auch irgendwelche andere Sicherheiten vielleicht dort dabei? Ja, also was mir mal ganz wichtig ist, warum würde ich jemanden empfehlen, und zwar wirklich von tiefstem Herzen in der heutigen Zeit, sich zumindest einen gewissen Anteil seines Finanzportfolios in physischen Edelmetallen aufzubauen. Wir leben in herausfordernden Zeiten aktuell. Ja. Wir haben es mitbekommen, angefangen hat das Ganze in der Wirtschaftskrise 2008. Seit Corona erleben wir das Ganze natürlich in einem ganz extremen Ausmaß. Es ist einfach das Thema Inflation, das Thema Teuerung. Wir leben in einer Zeit, wo die Inflationsbelastung in Europa so hoch ist wie noch nie zuvor. Und wenn man sich den Otto-Normalverbraucher anschaut, und das soll auch überhaupt kein Vorwurf sein, ja, dann ist es faktisch heute in Österreich und Deutschland so, dass 90% ihr Geld in klassischen Produkten veranlagen. Sei es jetzt Sparbuch, Bausparverträge, Pensionsvorsorgen, Lebensversicherungen. Und das hat zumal zwei Gründe. Erstens haben diese Produkte bereits seit Jahrzehnten den Ruf, dass sie sehr sicher sind. Das heißt, ich persönlich kenne niemanden, der irgendwo 6 Jahre lang einen Bausparer bespart und dann von der Bank kein Geld mehr zurückbekommt. Zum Zweiten haben diese Produkte vor mehreren Jahrzehnten in die Vergangenheit geschaut, ja wirklich sehr tolle und akzeptable Ergebnisse für den Kunden produziert. Ich gebe dir da ein Beispiel aus meinem familiären Umfeld, wo mein Opa vor rund 60 Jahren seinen ersten Bausparvertrag abgeschlossen hat, hat er damals 12,3% Zinsen im Jahr drauf bekommen von der Bank. Das heißt, dieses Produkt hat sich für meinen Großvater finanziell massiv gerechnet. Natürlich, klar, er hat das irgendwann meiner Mutter weiterempfohlen und wo ich irgendwann in der Lehre in mein Arbeitsleben gestartet bin, ja, da hat das meine Mutter wieder mir weiterempfohlen. Und so geht es ganz, ganz viel Familien da draußen. Nur eine Sache wird dabei außer Acht gelassen. Wir bekommen bei Weitem nicht mehr die Zinsen von damals. Das heißt, wenn ich heute einen Bausparer abschließe, dann habe ich meistens oder oftmals sogar unter 1% an Verzinsung pro Jahr. Ich habe aber immer noch dieselben Kosten für dieses Produkt wie vor 60 Jahren. Und das ist das Problem, dass vor allem der Mittelstand monatlich sich Geld auf die Seite legt, um sich für später Vermögen aufzubauen und so wenig Zinsen, so hohe Kosten und eine so hohe Inflationsbelastung hat, dass eigentlich sein Kapital, das er sich anspart, jedes Jahr immer weniger wert wird. Und genau da ist Edelmetall der Ausweg, weil Gold vor allem seit Jahrhunderten für eine Sache bekannt ist, nämlich als Inflationsschutz. Gold und auch andere Edelmetalle sind eine rare Materie. Es gibt nur ein gewisses Goldvorkommen auf dieser Welt und wenn das irgendwann ausgeschöpft ist, dann kann niemand von uns hergehen und künstlich Gold herstellen. Das heißt, wir sind immer in einem Produkt, das irgendwann ein Ende findet und dadurch in einem deflationären Szenario. Ja, das heißt, es gibt immer weniger Warenbestände. Ganz umgekehrt eben zu Fiat-lastigen Produkten, also Geldwertprodukten, die im Euro, Dollar und so weiter stattfinden, die eben genau von dieser Geldentwertung und Inflation betroffen sind. Jetzt gibt es aber sogar noch einen zweiten Punkt, der dem maßgeblich in die Karten spielt und das ist zu einem gewissen Teil sogar die Inflation, weil eine Sache ist auch logisch verständlich. Wenn ich heute einen physischen Kilo Gold besitze, und 20 Jahre später, da ist ja mein Kilo immer noch ein Kilo. Aber die Währung, in der ich diesen Kilo bezahlt habe, nehmen wir mal den Euro her, war in den letzten 20 Jahren um 48% inflationär. Das bedeutet ja automatisch, dass ich 20 Jahre später für denselben Kilo mehr Geld als Tauschmittel auf dem Tisch legen muss. Genau. Und damit schafft es Gold, dass ich einen Wertspeicher habe, dass die Kaufkraft, die ich mir heute erarbeite, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte beibehalten und möglicherweise
erhöht wird und ich nicht den Einfluss habe, dass ich auf der einen Seite jedes Monat Kapital anspare, auf der anderen Seite aber jedes Jahr einen Teil dieses Kapitals durch die Geldentwertung verliere. Ja, also die 12,3%, die sind mir im Kopf geblieben, weil das musste sehr, sehr lange sein, wirklich. Aber Ja, wie gesagt, mit Augusta und Edelmetalle ist das möglich. Also je nachdem, wie man und wie viel man investiert. Die, natürlich. die nächste Frage. Welche Vorteile bieten physische Edelmetalle im Vergleich zu anderen Anlagenformen wie Aktien oder Immobilien? Wurde auch schon erwähnt, aber vielleicht haben wir noch ein paar Tipps dazu. Ja, also im Grunde genommen ist natürlich eine Sache ganz klar zu verstehen. Edelmetall oder Gold ist im Grunde genommen immer eine unter Anführungszeichen sicherere Variante wie eine Einzelaktie, ein Einzelunternehmen. Das heißt, es ist ganz einfach weniger spekulativ. Warum? Weil es in der Geschichte der Menschheit, Gold war die älteste Währung der Welt und es hat so viele Währungsreformen gegeben, so viele neue Währungen, die gekommen sind. Aber Gold hat über die ganzen Jahrhunderte immer seine Beständigkeit gehalten und immer für die Menschen da draußen einen Wert dargespiegelt. Und dementsprechend ist der Vorteil natürlich ganz klar. Erstens die Kapitalertragssteuerbefreiung, zweitens weniger hohe Schwankungen, weniger hohes Risiko in dem Fall. Und gegenübergestellt mit Immobilien ist es meines Erachtens so unter Anführungszeichen der flexible Weg, Eigentum zu kaufen, weil man muss sich natürlich auch über eine Sache bewusst sein, wenn ich heute wirklich sehr, sehr viel Geld habe, dann ist eine Immobilienspekulation wahrscheinlich auch der richtige Weg. Immobilien bringen mir monatliches Einkommen, sie steigen ebenso im Wert, sie sind ebenso in gewisser Art und Weise ein Inflationsschutz, aber sie sind für einen Großteil unserer Bevölkerung überhaupt nicht mehr zugänglich. Wir leben in einer Zeit, wo Immobilien sehr teuer sind, aber gleichzeitig auch zurzeit Kredite relativ teuer sind, weil in den letzten Jahren die Zinsen wieder stark angestiegen sind. Das merkt man lustigerweise in der Kreditwirtschaft extrem, da sind die Zinsen extrem gestiegen, bei den Sparprodukten witzigerweise nicht, da sind die Zinsen kaum gestiegen. Ja, also das ist auch etwas, das eigentlich so nicht sein sollte und das und für mich ein Warnsignal ist, weil dementsprechend auf der anderen Seite bist du der Schuldner, zahlst du die Zinsen, ist unter Anführungszeichen, bist du der ist die Bank der Schuldner unter Anführungszeichen, dann bekommst du eigentlich keine Zinsen. Ja? Das heißt, auch das ein Warnsignal und Immobilien sind vor allem für die breite Masse kaum erschwinglich und wenn sie erschwinglich sind, dann dauert es wirklich fast ein Arbeitsleben lang, um irgendwo diese Finanzierung wieder abzustottern. In dem Zusammenhang ist Gold meines Erachtens die Immobilie der Flexibilität. Ich kann mir Eigentum kaufen, ich bin geschützt und ich kann es aber durch unser Konstrukt genauso flexibel steuern und handhaben wie meinen Euro auf meinem Bankkonto. Okay, das klingt aber jetzt interessant, aber ich glaube, dazu kommen wir noch später, wie Hm? das funktioniert, dass man das gleich verwenden kann. Okay, also funktioniert das so, dass Avesta eigene Goldbarren hat oder wie lagert ihr das Ganze? Die Edelmetalle, kauft ihr das auch bei Aktien oder also an der Börse oder wie funktioniert das? Nein. Eine Sache ist ganz wichtig zu verstehen. Wir arbeiten rein mit physischer Ware. Das heißt, in dem Zusammenhang kein Papiergold, kein physischer börslicher Gegenwert. Wir verkaufen wirklich rein Eigentum. Ja, das bedeutet, wir kaufen direkt wieder Staaten, Länder, Institutionen tun aus den Scheideanstalten im Good Delivery Standard und der Kunde kann sich in erster Instanz Bruchteilseigentum dieser Good Delivery Baren durch unser Konstrukt, durch unsere Käufergemeinschaft erwerben und hat aber auch die Möglichkeit, das bereits ab 1 Gramm in Form von LBMA-zertifizierter Ware nach Hause liefern zu lassen. Das heißt, der Kunde hat immer die Möglichkeit, schicke ich mir das nach Hause, dann wird es für mich ausgeformt und eben in einem LBMA-zertifizierten Baren nach Hause geliefert oder bleibe ich im Good Delivery Standard im Bruchteilseigentum. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass ich zu extrem guten Lagerkonditionen einen vollversicherten Lagerungsschutz in der höchsten möglichen Sicherheitskategorie habe und meine Ware dadurch in denselben Lagerstätten untergebracht ist, wie eben auch die Ware von Ländern, Staaten, Banken oder Institutionen, da der Good Delivery Standard eben die höchste Form der Zertifizierung der Lagerung auch bestätigt. Sehr gut. Also das bedeutet, dass eigentlich
die Firma kann die volle Garantie gewährleisten. Ja. Wir verkaufen. Das ist auch der große Unterschied zwischen uns und ganz, ganz vielen Mitbewerbern am Markt da draußen. Die meisten Edelmetallvertriebe unter Anführungszeichen kaufen selbst bei anderen Händlern, wie beispielsweise Pro Aurum. Die kaufen dort vorgefertigte Kilobaren. Die haben das in traditionellen Zollfreilagerstätten, wo das Ganze mit einem Treuhändler mit 4 oder 6 Augen-Prinzip geprüft wird. In Wirklichkeit ist der Lagervertrag aber immer auf das jeweilige Unternehmen und in Wirklichkeit ist es auch als Sondervermögen des jeweiligen Unternehmens deklariert. Da machen wir den Unterschied. Wir haben direkten Zugang zu Good Delivery Standard Baren. Der Kunde kauft echtes Bruchteilseigentum und ist dementsprechend in der höchsten Sicherheitskategorie, in der höchsten unfälschbarsten Zertifizierung unterwegs, gleich wie das eben auch Institutionen, Staaten, Länder, Banken und so weiter machen. Damit hat der Kunde bei uns den höchsten Sicherheitsstandard und damit auch das allergeringste Risiko. Nach diesen aller Informationen, die du mir gerade zur Verfügung gestellt hast, erstens, wie die Firma damit umgeht, welche Sicherheit da gibt und vor allem die alle Unterschiede und Vorteile, die man damit gewinnen kann. Also ich bin wirklich begeistert und muss sagen, das hat Kopf und Fuß vor allem, ja. Also wenn ich jetzt entscheide, okay, ich bin zufrieden, ich möchte gerne mehr über diese Firma wissen und das ausprobieren. Wie komme ich dazu? Gibt es Sparpläne oder einmalige Anlagen oder wie funktioniert das denn? Genau, das ist auch ein Punkt, wo wir uns vom Mitbewerb wirklich unterscheiden. Ja. Man muss verstehen, wir bieten keine Sparpläne an. Wir bewegen uns auch komplett außerhalb dieser klassischen Finanzwelt. Ja. Was wir anbieten, sind verschiedene Versionen eines Depots. Das bedeutet, der Kunde kann bei uns ein Depot eröffnen. Dieses Depot hat eine einmalige Depoteröffnungsgebühr in Form eines Agios und ab diesem Zeitpunkt ist der Kunde Eigentümer dieses Depots und entscheidet vollkommen eigenständig, was er tut. Er kann täglich ab 1 € bei uns auf 4 Nachkommastellen genau im Edelmetall abgerechnet investieren. Der kann aber auch nur alle 10 Jahre für beispielsweise 1 Million investieren. Das heißt, wir machen dem Kunden weder nach unten noch nach oben jegliche Limits. Der Kunde kann das nutzen wie ein unter Anführungszeichen Sparbuch in physischen Edelmetallform. Ja, das bedeutet, der Kunde kann täglich kaufen, er kann täglich verkaufen. Wir sind die letzten 4 Jahre in Folge durch externe Kundenumfragen vom Deutschen Handelsblatt zum besten also zum besten Online-Händler am deutschen Markt ausgezeichnet. Wir sind vom FAZ-Institut ausgezeichnet, von einem Sachwertemagazin, von der Wirtschaftswoche, von Focus Money, von etlichen anderen. Das kann man sich alles transparent auf unserer Homepage anschauen. Also wir sind kein unbeschriebenes Blatt mehr. Unsere Firma hat eine Historie, hat ein gewisses Standing und ist dementsprechend auch auf Herz und Nieren geprüft und getestet. Kann man alles online nachlesen, nachschauen. Und ich habe auch öfter die Frage gestellt bekommen, wie zufrieden sind denn eure Kunden? Und auch das lässt sich relativ leicht prüfen. Und dann sieht man auch hier, dass wir aktuell eine 4,8 Sterne Bewertungen von unseren Kunden bekommen haben. Also auch da sind genügend Rezessionen vorhanden, die man sich gerne anschauen kann. Genau, so wie bei TripAdvisor und so weiter. Ich habe es durchgecheckt und es war keine Ja, negative, keine negative. Sehr gut, sehr gut. genau. Und ich glaube, das hat auch mit der Flexibilität bei der Auszahlung zu tun. Hier gibt es die Transparenz und hier gibt es auch die Flexibilität und es wird an die Kunden bezahlt. Ja, und das immer mit Blitzüberweisung. Wenn die Kunden verkaufen, haben sie binnen von 1, 2 Werktagen das Geld immer wieder am Konto. Sehr gut, das ist wirklich praktisch. Oder Okay, in 3 bis 4 Werktagen die Ware physisch zu Hause. okay. Okay, jetzt entsteht aber meine andere Frage. Lasse ich mir diese Ware nach Hause liefern, kann ich trotzdem irgendwie dann noch von dem Betrag, was ich eingezahlt habe, etwas zurückbekommen oder ist das somit verbraucht? Nein, also das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Man muss 2 Sachen differenzieren. Ja, also das eine Thema ist natürlich das Thema Kosten. Ja, wir haben, wie angesprochen, ein einmaliges Agio, das der Kunde bezahlt. Das bekommt er bei uns, und das ist auch eine Besonderheit, zu 100% rückerstattet. Das bedeutet, wenn er einen gewissen Warenwert in seinem Depot gekauft hat, zahlen wir ihm über eine gewisse Laufzeit in Form eines monatlichen Kaufbonus
das Geld zurück. Das bedeutet, wir kaufen für beispielsweise beim kleinsten Tarif 18 Monate für 33,33 € im Monat für den Kunden Edelmetalle, vollkommen egal, ob er kauft oder nicht. Damit hat er die anfänglichen Kosten dann von uns ab einem gewissen Depot- und Warenwert von uns wieder rückerstattet bekommen, hat damit eine Kostenstruktur Rückvergütung, die bei uns auch in den AGBs drinnen steht. Also auch das ein Thema, das eine absolute Besonderheit darstellt. Die meisten, die man da draußen am Markt kennt, verlangen auch eine Kostenstruktur, zahlen sie aber nicht zurück. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns auszeichnet und was vor allem für den Kunden natürlich den größten Vorteil bietet. Unbedingt. Also, wie gesagt, man findet sehr, sehr schwer, ob das Bank ist oder andere Firma oder Network Marketing, man findet sehr schwer, dass er die Anfangsinvestition irgendwie zurückbekommt. Und wenn du nicht aktiv bleibst wie bei manchen Network Marketing Companies, dann ist dein Backoffice einfach nach 2 Monaten disaktiv und so weiter und so weiter. Also, das ist nicht hier der Fall. Nee, man muss zwei Sachen ganz klar differenzieren. Das eine ist das Thema Produkt, das eben unser Produkthaus, die Auvesta, abbildet. Das ist für jeden Kunden gleich. Vollkommen egal, ob der Vertrieb macht, vollkommen egal, ob der einfach nur Kunde ist. Das Produkt ist immer dasselbe für alle Kunden, ist immer gleich flexibel und das hat nichts damit zu tun. Wenn wir auf den vertrieblichen Aspekt schauen, dann wird unser Vertrieb von der sogenannten AUM Marketing GmbH abgedeckt. Das bedeutet, das ist der exklusive Vertriebspartner des Produkthauses, über den dann der Vertrieb passiert. Da bekommen bei uns Vertriebspartner einen Partnervertrag, der sie zu nichts verpflichtet. Das bedeutet, du bist nicht verpflichtet, Umsatz zu machen, du bist nicht verpflichtet, irgendwo Geld auszugeben, irgendwelche Investitionen zu tätigen, um hier aktiv zu bleiben. Du bekommst einen kostenlosen Partnervertrag zur Verfügung gestellt. Du hast die Möglichkeit, dementsprechend auf Abschlüsse Provisionen zu verdienen. Ab der zweiten Stufe auf Abschlüsse deiner Geschäftspartner Differenzprovisionen zu verdienen. Du hast die Möglichkeit, alle 7 Verdienstmöglichkeiten unseres Karriereplans für dich zu nutzen. Du hast aber weder finanziell noch, was auch ein gewisses Umsatzziel betrifft, irgendwelche Vorschreibungen, sondern du bist hier eigenständiger Unternehmer, der die Möglichkeit hat, mit unserem Produkt und mit unserem Auszahlungsplan dein Unternehmen in unseren Unternehmen selbst zu gestalten. Perfekt, das klingt sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt und ich bin dabei. Das wissen wir schon. Welche Mindestinvestition ist notwendig? Also habe ich 100 €, kann ich anfangen oder brauche ich doch ein bisschen mehr? Genau, also bei uns gibt es im Grunde genommen keine Mindestinvestition. Der Kunde kann ab 1 € Investitionsvolumen starten. Das wäre theoretisch möglich. Was der Kunde immer zu betrachten hat, ist das einmalige Agio, je tarifabhängig. Das bewegt sich einmalig zwischen 300 und 2.400 €, je nachdem, welches Produkt der Kunde nutzen möchte. Sollte ein Kunde nicht in der Lage sein, diese Kostenstruktur auf einmal zu bezahlen, dann könnte er das auch dementsprechend ratierlich tun. Das heißt, er könnte auch sagen, ich zahle heute 1 € ein, dann werden von diesem Euro 80 Cent in die Kostenstruktur verrechnet, 20 Cent kauft er direkt Edelmetall und das würde so lange passieren, bis er seine jeweiligen Tarifkosten abbezahlt hätte. Ab diesem Zeitpunkt kauft er mit jeder Summe 100% Edelmetall und bekommt auch diese Gebühr, das Agio, in weiterer Folge ganz normal rückerstattet, wie auch die Kunden, die es auf einmal bezahlt haben. Genau, das wollte ich dazu erwähnen. Also so oder so, die Anfangsinvestition bekommen wir zurück. Und wie beeinflussen, weil heutzutage wir wissen, was alles an der Börse passiert, was vor einem Monat in Amerika mit den Banken passiert ist und so weiter, die ganze Situation, beeinflusst das diese ganze Edelmetallemarkt oder nicht so viel? Welche Trends beobachtet ihr jetzt gerade bei euch? Ja, also man muss eine Sache ganz klar sagen, Edelmetall ist und war auch schon immer vor allem auch als Krisenwährung bekannt. Ja, bedeutet ganz einfach, Edelmetall ist der sichere Hafen und zwar nicht nur für denjenigen Kleinanleger, der sich echtes inflationsgeschütztes Eigentum kauft, um für seine Zukunft und die Zukunft seiner Familie vorzusorgen, sondern eben auch für die ganz großen Player auf den Finanzmärkten. Man beobachtet immer wieder, wenn es Wirtschaftskrisen gibt, wenn Kriege entstehen, wenn besondere Ereignisse auf dieser Welt
ganz einfach passieren, wenn negative Dinge und vor allem Unruhe entsteht, dass sehr große Investoren sich auch aus den Aktienmärkten zurückziehen, die davon ja maßgeblich betroffen sind, weil in einer Wirtschaftskrise, in einem Krieg können die Unternehmen, die sind natürlich hauptbetroffen von dem Ganzen und dadurch fließt sehr viel Geld auch aus Angst aus den Aktienmärkten heraus und die flüchten sich in dieser Zeit in Edelmetalle, sei es jetzt in Form von börslichem Gold oder sei es auch in Form von physischer Ware. Es beeinflusst natürlich den Preis, es beeinflusst das Volumen. Das heißt, Edelmetall ist vor allem auch ein Krisenschutz und ist vor allem auch in Krisensituationen das Nonplusultra. Genau, also das wäre einfach nur ein guter Rat, sich sowas zu holen und in dieser Art und Weise sich zu sichern. Gibt es noch irgendwelche Rat, was für einen neuen Investoren in diesem Markt zu empfehlen ist? Ja, Geduld und Konstanz. Ich würde niemanden, der heute sagt, ich suche irgendwie das schnelle Geld, ich suche die 100% Rendite, ja, dem würde ich nicht empfehlen, Edelmetalle zu kaufen. Dafür ist es die falsche Materie, weil immer dort, wo du sehr viel Rendite erwirtschaften kannst, hast du ein hohes Risiko. Das spielt meistens einher. Und Edelmetall ist ganz einfach der Long-Term-Plan für garantierten Wohlstand im Alter. Wenn ich heute eine gewisse flexible Summe hernehme, die ich mir jedes Monat für später auf die Seite legen möchte und das in Edelmetallen mache über Jahrzehnte, dann habe ich garantiert im Alter keine finanziellen Probleme und Sorgen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, ganz nach seiner Finanzlage zu urteilen und zu arbeiten. Viele, mit denen ich spreche, denken immer, ich muss schon großes Geld haben, um irgendwo mit Investments anfangen zu können. Und genau das versuche ich immer wieder zu widerlegen, weil im Grunde genommen geht es darum, sich eine Basis zu schaffen. Und wenn ich heute nur 25 oder nur 10 Euro im Monat über habe, die ich irgendwo auf die Seite veranlagen kann, dann sollte ich jetzt anfangen, das zu tun im kleinen Rahmen, in regelmäßigen Abständen, denn es gibt dieses Thema Zinseszinseffekt, ja, und es gibt Ja. dieses Thema Long Term. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, 20 Jahre später, habe ich wirklich im Verhältnis ein großes Vermögen aufgebaut. Und das ist das Thema. Warte nicht ab, bis der geeignete Zeitpunkt da ist, bis die finanziellen Voraussetzungen da sind und erwarte dir keine Wunder, erwarte dir keine 100% Renditen, sondern geh her und investiere über Jahre einen für dich leistbaren Betrag, um irgendwann in Zukunft dann die Lorbeeren daraus zu ernten und zu tragen. Wie du schon vorher erwähnt hast, Edelmetalle sowie Gold, danach auch und Silber, die werden eigentlich mit dem Preis immer steigern, oder? Da gibt es nicht irgendwie Sinkungen oder. Und das ist absolut falsch. Natürlich kann Gold und Silber und Edelmetall auch sinken und das tut es auch regelmäßig. Man muss eine Sache verstehen, jeder Finanzmarkt hat Schwankungen und das ist auch gut und das ist auch gesund. Und natürlich gibt es im Edelmetallmarkt auch Phasen, wo der Markt mal runtergeht, wo Edelmetalle im Preis verlieren. Aber wenn ich das Investment richtig mache, ist das nicht mein Problem und meine Herausforderung. Wir sehen von 2013 bis 2017 hat es eine Kurve gegeben, die ist ungefähr so verlaufen. Da ist der Markt wirklich extrem runter, lange Zeit unten geblieben und dann erst spät wieder hoch. Und meines Erachtens ist es vollkommen in Ordnung und das ist sogar gut für einen Investor. Warum? Weil ich, wenn ich monatlich oder in regelmäßigen Abständen mir etwas anspare, ich dadurch einen gewissen Cost-Average-Effekt erziele. Das bedeutet, ich kaufe zu unterschiedlichen Zeitpunkten und erhalte dadurch im Durchschnitt den besten Kurs. Das Genau. heißt, in Zeiten, wo der Markt runtergeht, mach keine Panikverkäufe, weil investieren, das ist vollkommen egal, ob das jetzt Edelmetall ist oder Aktien oder von mir aus auch Kryptowährungen oder was es da draußen alles gibt. Die meisten Menschen verlieren beim Investieren, weil sie eine falsche Strategie haben. Die Strategie ist, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu investieren, um zu hoffen, dass dann irgendein Markt steigt. Und dann habe ich vielleicht gerade eine finanzielle Herausforderung. Mein Auto ist kaputt, mein Boiler oder was auch immer ich gerade richten muss. Und der Markt ist unten und ich verkaufe im Verlust. Dann bin ich derjenige, der investieren nicht verstanden hat. Ich sollte mir immer einen gewissen
Polster an schnell verfügbarem Geld behalten für Notsituationen und meine Investments langfristig betrachten. Das heißt, wenn der Markt runtergeht und ich merke, ich verliere, mache ich persönlich eine Sache, ich erhöhe ein wenig meinen monatlichen Betrag, weil ich dann im günstigen Segment noch mehr kaufen kann und wenn der Markt sich wieder dreht und wieder hochgeht, Dann noch mehr daraus profitiere. ja, genau. Genau. Das Super. heißt, wichtig ist vor allem, wenn ich über Investment in Edelmetall spreche, das ist ein Long-Term-Plan, ein Long-Term-Produkt, kein Schnellwerde-Reich-Produkt, aber es ist sicher und es ist ein Inflationsschutz, es ist physisches Eigentum und es wird dir dabei helfen, langfristig Vermögen aufzubauen, auch wenn es Schwankungen hat und dementsprechend auch mal runtergehen kann, ist vollkommen normal. Du hast gesagt, das war von 2013 bis 2017, also das ist kein Long-Term, sagen wir uns so, wie es ist. Und genau dieser Sprung hat vielen gut getan, ja. Also die kein FOMO gehabt haben und Natürlich, so weiter, natürlich. ja. Ja, Sehr gut. extrem gut getan, ja. Und man muss sich nur mal überlegen, und das ist auch etwas, das man sich irgendwo vielleicht vor Augen halten sollte. Im Jahr 2002 habe ich 1 Gramm Goldbarren, so wie ich ihn hier in meinen Händen halte, für 10 Euro bekommen bei meiner örtlichen Hausbank. Wenn ich mir das heute anschaue, wir haben vorher diesen Grammpreis gesehen bei uns mit 80 Euro den Gramm, ja. Und ich möchte euch jetzt einfach nur mal einen Vergleich geben. Das ist jetzt nicht der beste Händler. Es gibt auch am normalen Markt oder am traditionellen Markt Händler, die besser sind wie das, was ich euch jetzt zeige. Aber es ist eine Tendenz, wohin kann denn der Preis ins Negative ausschlagen? Und wenn ich mir das anschaue, zahle ich heute hier bei einer Münze Österreich, was übrigens ein staatliches Unternehmen darstellt, das dem Land Österreich gehört, für 1 Gramm Goldbarren 111,05 Euro. Bedeutet, wir sind hier im Vergleich 31 Euro günstiger pro Gramm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 2002, also vor 22 Jahren, denselben Gramm für 10 Euro bekommen habe, ich glaube, dann ist mir klar, dass das dementsprechend Sinn gemacht hat, in Eigentum zu investieren. Und viele denken jetzt vielleicht, der Preis ist ja schon so hoch, ja, aber ihr werdet lachen, vor 20 Jahren hat man auch gesagt, der Preis ist schon so hoch, weil irgendwann hast du es mal für 3 Euro bekommen. Und das Genau. ist ganz einfach das Thema, was man auch mit Aktien sagen muss. Ja, es gibt dementsprechend nie den perfekten oder den schlechtesten Zeitpunkt, um einzusteigen. Umso früher du es tust, umso mehr wird dir das Ganze über die Laufzeit bringen. Unbedingt, auf jeden Fall. Ich denke, eine von den letzten Fragen, wie ist das mit der Ethik und mit der Nachhaltigkeit von den gewonnenen Edelmetalle und was für eine Rolle spielt Nachhaltigkeit in eurer Firma, euren Unternehmen? Ja, also eine Sache muss man ganz klar sagen, Edelmetall ist nicht gleich Edelmetall. Was wir anbieten, was der Kunde sich nach Hause liefern kann, ist immer reines Anlagegold. Ja, bedeutet, wir liefern nur aus LBMA-zertifizierten Scheideanstalten und das bedeutet auch, dass diese Scheideanstalten geprüft sind und natürlich da keine Kinderarbeit, keine unethischen Vorgänge ganz einfach vorhanden sind. Ansonsten würde ich diese Zertifizierung nicht bekommen. Das habe ich immer, wenn ich LBMA-zertifiziertes Anlagegold kaufe, diese Sicherheit, die ich natürlich nicht habe, wenn es sich beispielsweise um Schmuckgold, Bruchgold, Katzengold oder andere Themen handelt, die einfach nicht zertifiziert, nicht geprüft sind. Da kann ich beruhigen, wir arbeiten nur mit LBMA-zertifizierten Händlern zusammen und dementsprechend LBMA-zertifizierten Herstellern und damit natürlich auch die Ethikfrage zu 100% positiv bewertet. Okay, sehr gut, danke schön. Das ist auch eine befriedigende Antwort, die mein Herz wirklich beruhigt hat, weil heutzutage, wie gesagt, es ist sehr schlimm mit der Kinderarbeit, ob das Industrie von Mode ist oder was auch immer. Okay, somit glaube ich, können wir noch eine kurze Frage. Kann man sich bei Auvesta, klicke ich jetzt auf auvesta.com und kann ich mich direkt dort einloggen oder brauche ich einen Empfehlungslink? Ja, wir haben definitiv ein Produkt mit Erklärungsbedarf und uns ist vor allem auch das Thema Transparenz ein ganz wichtiges. Wir wollen keinen Kunden irgendetwas kaufen lassen, wo der nicht zu 100% weiß, worauf er sich einlässt. In dem Zusammenhang Abschluss immer über einen zertifizierten Partner, über einen Geschäftspartner bedeutet, wenn du Interesse hast an diesem Thema, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest oder sagst, das ist genau das Richtige für mich, auf sowas habe ich gewartet,
dann melde dich gerne bei Martina. Sie wird sicher unter diesem Video entweder hier irgendwo eine Möglichkeit haben, um mit ihr in Kontakt zu treten. Und wir können dann auch gerne nochmal persönlich über das ganze Thema sprechen und etwaige Fragen rückbesprechen und zeigen euch dann, wie ihr das Ganze für euch nutzen könnt. Genau, so wird das und so wird es auch gemacht, immer mit einem Link und mehr Informationen auf Anfrage. Genau so funktionieren wir. Super. Also, ich bedanke mich sehr, sehr bei dir, weil das waren so eine ausführliche Antworten, wo ich wirklich gerade auch viele Sachen klar in meinem Kopf bekommen habe und muss sagen, danke für die ganzen Infos. Wirklich, wirklich. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit und auch für die Möglichkeit, euch diese Informationen zu geben und so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, wieder in eine sichere und goldene Zukunft zu blicken. Unbedingt. Genau so ist es.